Nürnberg haben etwa 300 Menschen, darunter Angehörige und Freunde, an die Ermordung des türkischen Blumenhändlers Enver Şimşek vor 20 Jahren durch den NSU erinnert. Sein Sohn legte am Tatort Blumen nieder. Zu der Kundgebung hatte das Bündnis Nazi-Stopp aufgerufen. Şimşek gilt als erstes Opfer der Mordserie der rechtsextremen Terrorgruppe NSU. Mindestens 9 weitere Menschen mit Migrationshintergrund wurden in den Jahren danach getötet. Außerdem erschossen die Hi. Hi. So, das ist der Markus, mein Bruder. Freut mich, dich kennenzulernen. Das ist Diana. Hallo. Und das ist die Hanna. Hallo. Hallo. Hat's gut geklappt mit dem Herfahren? Ja, voll. Ist echt gar nicht so weit von mir, so eine halbe Stunde. Ich bin nur in den letzten Jahren gar nicht oft da gewesen, so 1, 2 Mal zum Feiern. Aber eigentlich ist es voll nah. So entspannt wie früher kann man hier auch nicht mehr feiern. Ja, aber jetzt, wo du unseren Nico kennst, kommst du ja vielleicht häufiger hierher. Ja, hoffentlich. Was trinkst du? Orangensaft. Ich muss ja noch fahren. Ach, du musst doch heute nicht mehr fahren. Du bleibst doch übers Wochenende, oder nicht? Ja, schon, aber wohnt ihr nicht irgendwie weiter außerhalb? Ne, der Markus fährt uns alle. Sein Auto steht eh nicht weit. Ist dein Auto halt hier? Es reicht doch, wenn einer schon nichts trinken darf. Du fährst einfach bei uns mit und wenn du Sonntag wieder weg musst, bringen wir dich eben zu deinem Auto. Ist doch kein Ding. Okay. Ich muss nur später noch meine Sachen holen. Klar. Also, was trinkst du? Ich gehe schon. Du bleibst jetzt. Gibt es keine Bedienung? Doch, aber die brauchen immer ewig. Man geht am besten direkt an die Bar. Ich kann auch selber gehen. Jetzt mach's nicht so kompliziert, Mädchen. Was willst du? Mojito. Jetzt entspann dich. Es ist Wochenende. Morgen sind wir auch wieder zu viel unterwegs. Da können wir auch wieder Markus Auto nehmen. Und bis Sonntagabend kümmern wir uns um dich. Was machen wir denn morgen? Was erfährst du morgen? Okay. Die Jungs lieben Überraschungen. Manchmal, wenn wir den Ausflug machen, sagen die mir auch nicht, wo es hingeht. Okay. Hi. Ein Virgin Mojito, bitte. Punkt. Auch Fahrer? Nein. Wieso trinkst du dann nichts? Ich trinke grundsätzlich keinen Alkohol. Wie heißt du? Ich heiße Barisch. Und du? Ah, verstehe. So einer bist du. Was bin ich? Ein Mojito normal. Ein Virgin. Was bin ich? Hier bei uns in Deutschland, wenn man feiern geht, trinkt man auch Alkohol. Hier bei uns in Deutschland kann ich trinken, was ich will. Ja, ich weiß schon. Ihr macht sowieso alle, was ihr wollt. Von wegen integriert. Markus, reiß dich zusammen. Du bist hier Gast wie die anderen auch. Ist gut, ist gut. Ich bin Gast. Und ich halte mich an die Regeln. Hier bei uns in Deutschland geht man an seinen Tisch, nachdem man sein Trinken bekommen hat. Ein Mojito für die Dame. Danke. Was war denn da los? Ach, der Moslem da wollte mir erklären, dass man keinen Alkohol trinken darf. Das passt. Als wir vorhin reingekommen sind, hat er mich auch schon so komisch angeguckt. Hat er? Wieso hat er dich komisch angeguckt? Das kennst du doch. Wie diese Moslems einen immer angucken. Für die sind wir doch alle nur Sexobjekte. Deswegen müssen die Frauen bei denen doch immer Kopftücher tragen. Sonst haben die Männer sich gar nicht mehr im Griff. Okay. Das ist mir bis jetzt gar nicht so aufgefallen. Das ist dir bisher noch nicht so aufgefallen? Habt ihr da noch nicht drüber geredet, über die Moslems und Flüchtlinge und so? Nein. Also nicht so viel. Ich muss gestehen, ich interessiere mich auch nicht so für Politik. Jeden Tag passiert irgendwas Neues. Das wäre doch mega aufwendig, wenn ich da immer überall Bescheid wissen würde, oder? Und am Ende kann man ja sowieso nichts ändern. Wir sind doch alle nur Zuschauer. Da würde ich nur schlechte Laune kriegen. Und ich finde es halt voll wichtig, dass man sich im Leben aufs Positive fokussiert. Das ist doch sowieso schwer genug. Na dann komm, auf das Schöne im Leben. Ja, solange es noch schön ist. So.
Und jetzt will ich aber unbedingt wissen, wie ihr euch kennengelernt habt. Oh ja, seine Version der Geschichte kennen wir ja. Aber ob das alles immer so stimmt, was der Nico uns erzählt? Was soll das denn jetzt heißen? Also, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich also gar nicht, was ich von ihm halten sollte. Klettern? Nein. Bowling? Mann, wenn ich dir jetzt verrate, dann ist die ganze Überraschung kaputt. Das Markus? Yok tamam geleceğim birazdan. Nico! Yo merak Markus, etmene bitte gerek yok. nicht jetzt. Tamam. Tamam dikkat et. Nico! Was ist denn? Ich finde, wir sollten noch mal mit dem Ausländer reden. Der hat noch nicht ganz verstanden, in welchem Land der hier ist. Komm, wir gehen schon mal zum Auto. Die beiden kommen gleich nach. Was ist denn los? Markus, muss das heute sein? Lass ihn, Mann. Das bringt doch jetzt nichts. Ey, Ölauge! Ist dir klar, dass du die ganze Nachbarschaft terrorisierst mit deinem Allahu Akbar? Nico, was ist los? Geht schon mal zum Auto. Wir kommen gleich, okay? Wir wollen nur mal kurz mit ihm reden. Jana? Ist das der Typ aus der Bar? Ja, die wollen kurz mit ihm reden. Lass es die Männer mal unter sich machen. Komm, ich nehme deine Tasche und wir gehen schon mal vor. Hey! Nico, was soll das? Ich hab gesagt, wir schon mal ins Auto gehen. Das ist nichts für euch. Scheiße, was soll das werden? Du bist ja unerwünscht. Sag, dass du hier nicht hergehörst. Lass mich los, hab ich gesagt! Ich ruf den Krankenwagen. Du hältst die Klappe, okay? Du rufst niemanden an. Markus, spinnst du? Lass sie in Ruhe. Erst wenn sie mir verspricht, dass sie niemanden anruft. Sie ruft niemanden an. Sie ruft niemanden an. Ein Krankenwagen würde eh nichts mehr bringen. Der ist schon tot. Fahren wir heim. Aber wir können ihn doch nicht einfach liegen lassen. Wir können nichts mehr tun. Komm jetzt. Nico, was ist los mit dir? Was willst du jetzt noch machen? Er ist tot. Willst du uns jetzt auch noch ans Messer liefern? Es ist passiert. Es ist vorbei. Spinnst du? Der liegt da doch noch. Nico! Du bist unter Schock. Das ist ganz normal. Du kommst jetzt erstmal mit zu uns und dann sehen wir weiter und dann beruhigen wir uns alle erstmal und es wird schon. Markus, kannst du bitte kurz anhalten? Mir ist schlecht. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Markus, ich kotze gleich ins Auto. Halt bitte an, ich muss raus. Halt doch an! Ja, ist ja gut. Es liegt jemand schwer verletzt in einer Gasse in der Nähe von der Stadtbar. Ich glaube, sie heißt Brunnengasse. Bitte, Sie müssen so schnell wie möglich Hilfe hinschicken. Mit wem spreche ich denn? Wie ist Ihr Name? Hallo? Ja, ich bin da. Wo bist du hingegangen? Ich musste nur ein paar Schritte laufen. Ich habe es im Auto nicht mehr ausgehalten.
Hier geht's lang. Oh, Komm ruhig rein. Hast du alles, was du brauchst? ja. Wenn noch irgendwas ist, gib einfach Bescheid. Wir sind für dich da. Okay. Das war ganz schön aufregend heute, oder? Wir sind alle noch ein bisschen aufgewühlt. Das ist ganz normal, uns geht's da wie dir. Aber trotzdem würden wir echt Probleme kriegen, wenn irgendwer rausfinden würde, dass wir was damit zu tun haben. Müssen wir jetzt zusammenhalten. Verstehst du? Wir können die Situation jetzt sowieso nicht mehr ändern. Da sollten wir jetzt einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Es hat sowieso schon genug Leid gegeben. Und jetzt schlafen wir erstmal drüber. Gute Nacht. Beruhig dich. Ja, beruhig dich. Ist okay. Es ist alles gut. Ich weiß, das ist jetzt eine dumme Situation für dich. Für uns alle, aber wir können jetzt nichts tun. Morgen sehen wir weiter, okay? Na, auch schon wach? Wo ist denn Jana? Ich denke, die liegt noch bei dir im Bett. Nico, das ist nicht dein Ernst. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ihre Sachen sind nicht da. Ruf sie an. Die kann nicht einfach abhauen und du weißt nicht, wo sie ist. Was, wenn die jetzt gerade die Polizei ruft? Ach, das macht sie nicht. Woher willst du das wissen, verdammt? Wie lange kennt ihr euch? Ein paar Wochen? Und du willst wissen, was sie tut und was nicht? Scheiße, Markus, was war das gestern? Du hast den Typen umgebracht. Vor ihren Augen. Wir können doch nicht so tun, als wäre das normal. Was machen wir jetzt? Ist das jetzt meine Schuld, dass diese Wichser hierher kommen und sich aufführen, als wären sie in der Türkei oder was? Der Typ hat mich provoziert, den ganzen Abend schon. Sowas kann ich nicht ab, verdammt. Das weißt du. Markus hat recht. Was sollen wir denn machen, wenn die Türken und Araber und Afrikaner sich hier weiter ungehindert breit machen? Da ist man als Frau ja bald gar nicht mehr sicher im eigenen Land. Die glauben, dass sie sich an gar keine Regeln halten müssen. Da müssen wir uns wehren, Nico. Genau. Ich werde nicht einfach zusehen, während mein Land besetzt wird. Und deswegen bringt ihr die Leute um, oder was? Was sind denn das für Regeln? Manche lernen halt nicht schnell genug. Markus, das ist doch nicht dein Ernst. Scheiße, glaubst du, ich habe das gewollt, dass der einfach so stirbt plötzlich? Aber das bringt doch jetzt alles nichts mehr. Es ist zu spät. Jetzt geht's darum, unseren eigenen Arsch zu retten. Also ruf dein Mädchen an und sorg dafür, dass sie auf unserer Seite ist. Sonst haben wir ein Riesenproblem, Nico. Ich gehe da nicht mehr mit drauf, vergiss es. Du hast gesagt, du willst reden. Hier bin ich. Reden wir. Okay. Hey. Beruhig dich.
ist doch nicht deine Schuld. Du hattest doch gar nichts damit zu tun. Markus hat das getan, nicht du. Und was haben wir gemacht? Nichts, wir haben nichts gemacht. Und genau das ist das Problem. Wir haben nichts gemacht. Und wir tun immer noch nichts. Aber es wird doch nicht besser, Nico. Wir können da nicht weiter zusehen. Wir müssen irgendwas machen. Und was sollen wir jetzt machen? Das ist passiert, das ist vorbei. Das bringt doch jetzt nichts mehr. Ich war vorhin im Krankenhaus. Was? Ja, er lebt noch. Da siehst du dann, was dein Bruder gemacht hat. Da sagst du nicht mehr, dass es einfach vorbei ist. Wir können doch nicht einfach warten, bis alles noch schlimmer wird. Was sollen wir denn machen? Wir können ihn doch nicht an die Polizei verraten. Warum nicht? Weil er dein Bruder ist. Ja, weil er mein Bruder ist. Du hast gut reden. Du kennst ihn ja nicht mal. Ich bin mit Markus, seitdem ich geboren bin. Als sich alle anderen einen Scheißdreck um mich gekümmert haben, da war er da. Immer. Und jetzt soll ich ihn an die Polizei verraten? Vergiss es. Ich werde nicht daran schuld sein, dass er in den Knast geht. Das geht nicht. Aber du bist nicht dafür verantwortlich. Er ist schuld an dem, was er getan hat. Nicht du. Da ist sie ja. Du warst das. Gibst ihn du eine Ruhe. Scheißfotze? Du hast alle die Scheiße geritten. Was willst du? Deine Scheißfreundin hat gestern... Ruhe! Alle beide. Rein. Wollt ihr das ganze Haus zusammenschreien? Ihr könnt euch drin weiter streiten. Deine Freundin hat gestern den Notruf gewählt. Die haben den Türken ins Krankenhaus gebracht. Schau auf mein Handy, da steht es. Junger Erwachsener in Brunnengasse gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Das ist er. Wir sind am Arsch. Da steht anonymer Notruf. Du weißt doch gar nicht, ob sie das war. Stell dich nicht dumm. Warum will man sonst anonym bleiben? Natürlich war sie das. Gestern Abend, als sie einen auf Übelkeit gemacht hat und im Wald verschwunden ist, da hat sie da angerufen. Wir sind gefickt, Nico. Wahrscheinlich hat das Türkenschwein schon längst mit der Polizei geredet. Deine Scheißfreundin hat uns alle ausgeliefert. Da steht, er liegt im Koma. Was? Bisher nicht bei Bewusstsein, das kann alles heißen. So wie der gestern aussah, überlebt er doch sowieso nicht. Vergiss den Notruf. Der liegt noch im Koma und der wacht wahrscheinlich auch nicht mehr auf. Das reicht uns nicht, Nico. Wir müssen sicher sein, dass er nicht mehr aufwacht. Was willst du machen? Ins Krankenhaus und ihn erschießen? Ich sag mal, du spinnst doch. Dann gehst du auf alle Fälle in den Knast. Wer spinnt? Wer spinnt, wenn alle blind dem Volkstod entgegenrennen und niemand was dagegen macht, hä? Diese Welt ist vollkommen krank geworden. Wir haben doch gar keine andere Wahl, als uns mit Gewalt zu wehren. Willst du mich jetzt auch noch ins Krankenhaus bringen, oder was? Was machen wir jetzt? Wenn du diese Systemhure nicht kennengelernt hättest, wäre das alles nicht passiert. Fick dich! Bei dir sind immer die anderen schuld. Nie bist du es gewesen, der Scheiße gebaut hat. Aber wer hat dich denn den Türken vorknüpfen wollen, ha? Du hast dich ja in der Bar schon nicht zurückhalten können. Wenn die rauskriegen, dass du das warst, dann nicht wegen Jana, sondern wegen deiner eigenen Blödheit. Wir sind sowieso am Arsch. Markus, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen handeln. Was machst du? Und wo ist der Markus? Markus ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Wenn irgendwas schief geht und ihn jemand sieht, dann müssen wir sofort bereit sein, loszufahren. Er holt uns hier ab. Was hat er vor? Ja, was wohl? Er bringt die Sache zu Ende. Wir können nicht zulassen, dass der Türke uns jetzt verrät. Schau, dass du alles in eine Tasche kriegst, Schlafsack mitnehmen und alles Bargeld, das du hast. Jana, ja, bitte komm sofort her und hol mich. Markus ist auf dem Weg ins Krankenhaus, der will den Typen umbringen. Ja, ist egal, komm her und hol mich, ich habe kein Auto. Und du weißt doch noch, wo das Zimmer von dem Typen ist. Dann können wir noch vor Markus da sein. Ja, okay. Was ist los? Wieso packst du nicht? Ich komm gleich. Was machst du hier draußen?
telefoniert. Mit Jana? Ja. Wo ist sie jetzt? Das geht dich nichts an. Nico? Nico! Steig ein! Hey! Nico, spinnst du? Los, fahr! Ja, ich muss irgendwie wenden! Nein, fahr nicht weg! Nein, 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 ich bleib hier! Geh weg! Nein! Hey! Wen rufst du an? Den Markus, aber der geht nicht ran. Hast du die Polizei schon angerufen? Nein! Dann ruf jetzt die Polizei an! Nico! Dein Bruder will gerade jemanden umbringen! Ruf an! Fuck! Nico! Hi. Hallo. Sorry, ich wollte nur mal schauen, wie es Barisch so geht. Es geht ihm langsam besser. Wir kennen uns nicht, oder? Ich bin Alina. Ich bin Nico. Woher kennst du Barisch? Von dem Nico habe ich noch nie was gehört. Wir kennen uns nicht so gut. Ich habe ihn neulich kennengelernt. Auf dem Heimweg. Ist ein bisschen kompliziert. Wann neulich? Gestern Abend? Gestern? Was war gestern? Weißt du was? Ja. Was zur Hölle machst du hier? Was machst du hier, Markus? Na was wohl? Meinen Arsch retten. Indem du was machst? Ihn umbringen? Was? Geht weg! Hilfe! Halt die Fresse, aber sofort! Du bist ganz still. Markus, spinnst du? Nimm die Waffe runter. Was soll denn das werden? Fuck! Was wollt ihr alle hier? Los rein! Markus, die Polizei ist auf dem Weg. Es ist vorbei. Halt die Fresse! Du hast mich doch überhaupt erst in die Scheiße geritten, als du den Krankenwagen gerufen hast. Markus, nimm die Waffe runter jetzt. Habt ihr alle den Verstand verloren? Nico, was ist los mit dir? Gibt's alles auch für so einen verschissenen Ausländer? Ist das jetzt dein Freund? Was wollt ihr denn von ihm? Was hat er euch getan? Markus, ist gut. Jetzt hör auf, okay? Ich scheiß auf euer Gelaber. Außer rumstehen und labern könnt ihr ja doch nichts. Hilfe! Halt die Fresse! Markus! Das ist unser Land, Nico. Wir müssen uns gegen diese Invasion schützen! Hilfe! Ah!